Willkommen zu DIY bei Jansen. Heute zeige ich euch die neuesten Updates für mein DALI BMS. Mithilfe eines ESP8266 integrieren wir das BMS nahtlos in Home Assistant. Die aktualisierteste Variante von Daily to MQTT unterstützen auch Home Assistant Discovery und mehr als 8 DS1820 Temperatursensoren. Dank dem ESP8266 könnt ihr euer DALI BMS mühelos um MQTT erweitern. Dadurch erhaltet ihr nicht nur die Kontrolle über die Batteriedaten, sondern auch über die Energieeffizienz eures Smartphones. Lasst uns loslegen. Kommen wir wie immer zuerst zum Haftungsausschluss. Was benötigt ihr für das Projekt? Ihr braucht natürlich ein DALI BMS mit UART-Anschluss, einen ESP8266 und diverse DS1820 Temperatursensoren. Bevor wir mit dem Projekt beginnen, muss ich natürlich auch über den Nachteil sprechen. Da der ESP8266 mit dem UART-Anschluss des DALIs verbunden ist, müssen wir natürlich den Bluetooth-Dongle entfernen. Damit habt ihr keine App und keine Bluetooth-Funktionalität mehr. Das bedeutet, sobald ihr Änderungen an den Einstellungen vornehmen wollt, müsst ihr das Projekt wieder entfernen und den Bluetooth-Dongle wieder anstecken. Meiner Meinung nach ist dieser Nachteil aber vernachlässigbar. Doch schauen wir uns das Ganze zunächst wieder bei GitHub an. Der Entwickler von Daily to MQTT ist wieder mal Software Crash. Die Features sind: Es gibt ein Captive-Portal für Wi-Fi und MQTT-Konfiguration. Die Konfiguration ist über das Webinterface möglich. Es gibt Schalter für das Laden und Entladen des Akkus. Ihr könnt den State of Charge über MQTT korrigieren. Die wichtigsten Daten werden über das Webinterface dargestellt, alle Daten über MQTT. Es gibt klassische MQTT-Datenpunkte oder den JSON-String. Firmware-Updates sind ebenfalls über das Webinterface möglich. Ihr könnt das BMS über MQTT aufwecken. Ebenfalls könnt ihr ein Relais schalten. Es gibt noch die Blink-Codes zur Fehleranalyse. Home Assistant Discovery wird unterstützt, da gehen wir später drauf ein. Ebenso auf die externen Temperatursensoren. Und es gibt den Teapot. Schauen wir uns kurz den Mainscreen an. Wie ihr seht, Package Voltage, Ampere und Watt werden angezeigt und diverse andere Daten. Wenn ihr auf den State of Charge klickt, werden euch die Zellen angezeigt, sowohl die höchste und die niedrigste wird hervorgehoben. Die Settings-Seite, die Konfigurationsseite, die MQTT-Datenpunkte. Das How to Use werden wir im Anschluss Step by Step durchgehen. Wir werden zuerst den ESP8266 mit Testmodizer flashen. Danach zeige ich euch den Schaltplan, wie ihr den ESP mit dem DALI verbinden müsst, und wir werden die komplette Einrichtung zusammen durchführen. Hier seht ihr noch das alte Video von mir, aber da es inzwischen so viele Updates gab, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video neu zu machen. Wenn ihr nicht weiter basteln wollt, ist eventuell die Platinenlösung vom R-Solution Shop für euch eine Alternative. Inzwischen gibt es das Set 5. Hier braucht ihr nicht mal mehr externe Stromversorgung. Die Platine wird komplett über das BMS mit Strom versorgt. Die Platine werde ich euch später noch vorstellen. Kommen wir nun zum Flashen des D1 Mini. Dazu müsst ihr den D1 Mini einfach per USB mit eurem Rechner verbinden. Kommen wir jetzt zum How to Use. Als erstes müssen wir den ESP8266 flashen. Dazu benötigen wir Tastmodizer. Wenn ihr Tastmodizer noch nicht habt, könnt ihr es ganz einfach über die Webseite herunterladen. Während Tastmodizer runterlädt, können wir uns schon die aktuellste Version von Daily to MQTT herunterladen. Da ich den D1 Mini habe, nehme ich natürlich die D1 Mini Bin. Tastmodizer öffnen. Spätestens jetzt solltet ihr den ESP8266 in den Rechner stecken. Refresh, Self-Resetting Device, DALI to MQTT und Tastmodice. Der Flash-Vorgang natürlich wie immer im Schnelldurchlauf. Jetzt können wir schließen, kurz abstecken und wieder anstecken. In Kürze wird ein Zugangspunkt geöffnet. Mit diesem verbinden wir uns.
Hier können wir jetzt das Wi-Fi konfigurieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon euren MQTT-Server eintragen, euren User, euer Passwort, den Topic-Pfad. Den würde ich genauso nennen wie das Device. Nennen wir es DALI to MQTT Topic. 3 Sekunden und das Device soll DALI to MQTT heißen. Speichern. Als nächstes müssen wir die IP des WMOS herausfinden. Dazu nutze ich die Handy-App iNet. Kurz scannen und der Netzwerkname ist DALI to MQTT, also wie das Device heißt. Da noch nichts angeschlossen ist, kommen hier natürlich keine Werte. Home Assistant Discovery ist wie gesagt im Wiki hinterlegt. Da habe ich auch sehr viel Mühe mit reingesteckt. Wenn wir das nachher gemeinsam Step by Step durcharbeiten, zeige ich euch noch, worauf ihr achten müsst. So sieht das Ganze dann in Home Assistant aus. Daily hat leider keine Sensoren für die gesamte Ladung oder Entladung der Batterie. Deshalb müssen wir uns hiermit Abhilfe schaffen, mit einem Sensor für Discharge und mit einem Sensor für Charge. Wie das Ganze stattfindet, ebenfalls hier beschrieben. Schauen wir uns noch schnell die Verdrahtung an. Da ich dies ein wenig zu kompliziert finde und weder ein Relais noch diesen TLP 504 Alpha brauche, habe ich die Verdrahtung ein wenig vereinfacht und zeige diese euch jetzt. Schauen wir uns den Anschlussplan ein wenig genauer an. Pin 1 vom UART-Anschluss ist Ground und geht an den Ground vom ESP. Pin 2 ist 3,3 Volt und geht an den 3,3 Volt Anschluss vom ESP. Pin 4 ist der Wake-Pin. Wenn man diesen auf Ground legt, ist das BMS die ganze Zeit an. Pin 5 ist TX und geht auf D7 vom ESP. Pin 6 ist RX und geht auf D6 vom ESP. Dies ist der Anschlussplan der DIY-Variante, egal ob mit D1 Mini oder mit der Node MCU. Bedenkt bitte, wenn ihr 3,3 Volt anschließt, also den ESP über das BMS betreiben wollt, dürft ihr ihn nicht an eine USB angeschlossen haben. Andersherum, wenn ihr den ESP über den USB betreiben wollt, dann dürft ihr 3,3 Volt nicht an das BMS anschließen. So, schauen wir uns als erstes die Daily to MQTT Projekte an, wie ich sie bei mir verbaut habe. Einmal nur mit D1 Mini und einmal mit einer Node MCU mit einem ESP 8266. Dies musste ich natürlich alles demontieren, um später die Temperatursensoren anzubinden. Hier seht ihr einmal den D1 Mini sowie die Node MCU, alles als DIY-Variante. Das Ganze gibt es natürlich auch als Kaufvariante im All Solution Shop. Das Ganze sieht dann ein wenig ordentlicher und strukturierter aus. Und alles nur zum Stecken. Fehler sind somit fast ausgeschlossen. Kommen wir jetzt zu den externen Temperatursensoren. Hier habt ihr noch einmal das Anschlussschema dargestellt. Zwischen D2 und 3,3 Volt muss ein 4,7 Kiloohm Widerstand eingelötet werden. Ich zeige euch das Ganze an meiner Node MCU. Wie ihr seht, habe ich hier den Widerstand schon eingelötet. Am Anfang habe ich diesen weggelassen. Auch dies hat funktioniert. Jetzt noch schnell einen DS1820 Temperatursensor anlöten und schon sind wir fertig. Bei der DIY-Variante lasse ich es bei nur einem Sensor, weil mir es einfach zu mühsam war, mehr als einen anzulöten. Den Rest seht ihr im Schnelldurchlauf. Wie ihr seht, hatte auch ich ein paar kleine Problemchen beim Anlöten der Masse. Doch irgendwann habe ich es hinbekommen. Hier nun die fertige DIY-Variante mit der Node MCU. Sieht nicht besonders schön aus, erfüllt aber seinen Zweck. Als nächstes zeige ich euch die Platine aus dem All Solution Shop, inklusive der Platine für die Temperatursensoren. Wie ihr seht, habe ich schon 2 Temperatursensoren an der Platine für die Temperatursensoren angeschlossen. Ebenfalls brauchen wir nur noch den bespielten D1 Mini aufstecken, das Kabel für die Platine anschließen und zu guter Letzt das BMS. Einfach alles Plug and Play. Und kurz darauf nimmt der D1 Mini seine Arbeit auf. Und alles komplett versorgt über das BMS. Das Gehäuse, welches ihr da seht, könnt ihr im All Solution Shop kostenlos herunterladen.
Schauen wir uns die Web-UI an. Wie ihr seht, alles wie bei den vorigen Versionen. Diese Temperatur gehört nicht zu den Temperatursensoren, die wir angelegt haben. Mit einfachem Klick auf den State of Charge seht ihr sofort alle Zellspannungen. Ebenso die höchste und die niedrigste. Mit einem Doppelklick könnt ihr den State of Charge manuell einstellen. Die Zelldifferenz ist recht gut, bei mir mit 12 mV. Charge Cycles 123. Über Settings können wir ein Update auswählen. Dies wird direkt über das Wi-Fi stattfinden. Über Reboot wird der ESP neu gestartet. Wenn ihr den ESP in ein neues Netzwerk einbinden wollt, müsst ihr den ESP resetten. Über Configure könnt ihr den Device-Namen sowie die MQTT-Einstellung ändern. Um ein Discovery für Home Assistant durchzuführen, müsst ihr HA Discovery einschalten. Zum Schluss auf Save Settings und der ESP startet neu. Schauen wir uns das Ganze in Home Assistant an. Es wird ein eigenes Gerät erstellt mit den verschiedenen Schaltern für Charge und Discharge. Ebenso werden eine Unmenge von Sensoren erstellt. Cell Voltage für Zelle 1 bis 7, die IP und hier sind die DS1820 Temperatursensoren, die wir angelegt haben. Der Rest ist alles wie in den vorherigen Versionen. Eine Hülle von Informationen. Über Besuchen kommen wir wieder auf die Web-UI. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal und lasst ein Like da. Und wenn euch Daily to MQTT gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Victron to MQTT. Wie immer wäre ich dankbar über ein Feedback in den Kommentaren. Habt ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, könnt ihr diese natürlich auch in den Kommentaren verfassen. Für weitere Hilfe stehe ich natürlich auch über Discord zur Verfügung. Viel Spaß beim Basteln!